Willkommen Leute zum Unboxing von Growlight Systems TenTX2. Genau, Growlight Systems hat mir eine Lampe zugeschickt, die jetzt in unserem neuen Grow-Projekt, Vergleichsprojekt Platz finden wird. Genau. Und zwar, die Lampen von Growlight Systems sind sehr qualitativ hochwertig, finde ich. Das Geile ist, werdet ihr gleich sehen. Moment. Also hier ist erstmal die Aufbauanleitung. Das Geile ist, es ist ein modulares System. Seht ihr hier, was es alles gibt? Es gibt die Pro X4, die kommt auch noch später. Jetzt hier bauen wir die Tandy Pro X2. Es gibt noch eine Pro X6. Es gibt noch eine Control-App und es gibt einen Control Pro. App und Bluetooth gesteuert, DIMM-Optionen, Gruppensteuerung, flexible Positionen. Es gibt Einschlüsseltechnik, also zum Einstellen, modular erweiterbar und variable Leistung. Also man kann alles einstellen, DIMM, alles so dran. Es gibt einen Netzwerkport, es gibt Netzwerkdimming, Lifts up, und man kann sich halt die zusammenstellen, wie man möchte. Und sind eigentlich auch relativ einfach zusammenzubauen. Genau. Und so ist sie verpackt. Schön eingepackt. Also die ganzen Polster nehmen wir erstmal weg. So, hier haben wir einmal einen Dimmschalter zum Dimmen der Lampe. Wird hier per Netzwerkport angeschlossen. Hier ist ja alles dabei. Aber das ist erstmal später. So. Dann haben wir hier die Lift-Ups, 2 Stück von Growlight Systems. Dann haben wir hier die Platte für das Netzteil. Alles wunderschön eingepackt, sortiert. Dann haben wir hier nochmal 2 Lift-Ups. Jetzt sind wir 4. Dann haben wir hier noch so Haken, die man benutzen kann. Dann haben wir hier die 2 Bosch-Profile. Das sind Aluminiumschienen, die kennt ihr vielleicht, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Das sind ganz universelle Schienen quasi aus Alu. Kann man bei Bedarf auch selber anpassen. Also sehr schön. Machen wir auch mal die Folie ab. So. Und so. Seht ihr? Schönes Aluprofil. Das müssten, glaube ich, 35 mm sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also kann man sich dann noch so nachkaufen. Hier ist das zweite Profil. Wunderschön. Ich mache sowieso diesen industriellen Look. Hier ist einmal das Netzkabel. Hier sind die Anschlüsse für die Lampen. Also hier ist ein Connector. Hier ist auch noch ein Connector. Seht ihr, kennt ihr, die Connector kennt ihr ja. So. Dann haben wir hier das Netzteil. Wir haben jetzt ja hier die 100 Watt Version. Hier ist ein Netzwerkport, also hier ist der Output, hier kann man dann alles steuern, Dimmer und sowas. Und hier ist der Eingangsport, da kommt dann das Netzkabel ran. Dann haben wir hier das ganze Zubehör und den Schlüssel, den wir brauchen. Die ganzen Schienen. Hier haben wir dann noch ein alternatives Lift-Up-Set, also ein alternatives Set mit Stahlseil, wenn man das möchte. Mit Endkappen für die Aluschienen. Man muss nicht dieses benutzen, man kann auch Lift-Ups benutzen, genau.
so eine alternative Möglichkeit. Dann haben wir hier noch 3D gedruckte Clipper, mit denen man noch das Kabelmanagement machen kann. Und dann haben wir hier nichts mehr so weit drinne. Der Karton ist leer. Und dann haben wir hier die Lampen, also die Module. Man kann einzelne Module dazu kaufen. Man kann sich das so anpassen, wie man es am besten braucht. Also hier haben wir die Module. Sehen wirklich schön aus. Hier haben wir die Bestückung. Also wirklich wunderschön verarbeitet. Sehr schön verarbeitet. Sehr gute LEDs. Und ja, wir werden sehen. Also im Vergleichsgrow wird es halt so laufen, dass wir, also das ist jetzt nur für den Anfang, die ersten 2 Wochen. Dafür haben wir jetzt die Lampe. Und dann kriegen wir 2 Pro X4. Jeweils eine auf der linken Seite, eine auf der rechten Seite, also jeweils 200 Watt. Und dann wird quasi ein Vergleichsgrow gemacht, so, weil wir dann noch Ultramodule dazu kriegen. Und dann werden wir quasi gucken, was bringt es, was bringt die Mehrleistung, wie verhalten sich die Pflanzen auf die andere Beleuchtung, also auf die Zusatzmodule und solche Sachen, ne? Genau. So, das war das Unboxing. Jetzt kommen wir zum Zusammenbau. Dafür positionieren wir die Schienen, so wie wir sie haben wollen. Dann kommt quasi einmal hier, so werden wir sie befestigen. Das heißt, wir brauchen jetzt die Nutensteine, die wir hier in dem Beutel haben. Machen wir den mal gleich rum, ne? So. So. Hier ist alles dabei. Das heißt, wir brauchen auf der linken Seite insgesamt 4 Nutensteine. Die schieben wir jetzt hier quasi in die Schiene rein. So, nach oben. So, Nummer 1 ist drinne. Nummer 2 ist auch drinne. Nummer 3 ist auch drinne. Und Nummer 4 ist auch drinne. So. Dann schieben wir uns mal die 2 so ein bisschen auf Position. Und die 2 auch. Und dasselbe machen wir gleich auf der anderen Seite auch. Aber erstmal machen wir die jetzt auf der linken Seite fest. Genau, dafür nehmen wir uns halt so eine Schraube. Nehmen wir eine Unterlegscheibe. So. Dann nehmen wir uns quasi hier die Lampe. Nehmen wir uns hier so ein. Legen die hier rauf. Platz, so. Also ich mache das ganz gerne so, dass ich dann halt erstmal den hier unternehme. Dann schrauben wir sie hier einfach rein. Der erste ist fest. Dann muss die zweite Schraube wieder mit Unterlegscheibe, ganz wichtig. Und schrauben den hier auch rein. So. Machen wir den jetzt erstmal provisorisch schon mal fest, damit er nicht hin und her rutscht. So. Um das gerade zu machen, mache ich das einfach so, dass ich den dann halt einfach hier hochhebe. Und dann ist das auch gerade.
So. Und das gleiche machen wir jetzt mit dem zweiten Licht. Zweiten Modul. Ich nehme jetzt wieder eine Schraube, eine Unterlegscheibe. Schrauben sich schon ein bisschen an. Machen dasselbe hier nochmal. Schraube, Unterlegscheibe. In die zweite rein. So, das ist auch fest. Hebe ich auch wieder hoch. Und dann schraube ich den fest. Also nur handfest, ne? So. Dann machen wir dasselbe jetzt auf der anderen Seite. Das heißt, wir schieben hier wieder unsere 4 Nutensteine rein. Die passen nur in eine Richtung. Also keine Sorge. Man kann da eigentlich nichts falsch machen. Das ist auch alles gut beschriftet. Also man kann sehen, Step for Step, was man machen muss. Das ist alles bebildert in der Anleitung. Dann schieben wir uns die Nutensteine wieder zurecht. So. Und hier. Und dann machen wir dasselbe jetzt mit der anderen Seite. Dass wir dann hier Ausschrauben reinmachen. Natürlich wieder mit Unterlegscheibe. Also Schraube, Unterlegscheibe und dann durch das Loch und in die Nutensteine rein. Ich mache das erstmal hier mit den unteren. So, der untere ist schon mal fest. Dann können wir den, müssen wir ein bisschen lose machen, damit wir den auch so verschieben können, dass wir den in den Nutenstein reinkriegen. Wo ist der andere Nutenstein? So. Dann nehmen wir uns wieder eine Schraube, eine Unterlegscheibe und schrauben den hier fest. So, der ist jetzt auch fest. Dasselbe machen wir jetzt noch mit den hinteren beiden Schrauben. Da bereite ich mir jetzt einmal schon mal 2 Schrauben und eine Unterlegscheibe, also jeweils eine Unterlegscheibe vor. So, 1 und 2. Dann machen wir hier dasselbe. Wir richten die hier quasi aus. Dann machen wir die Schraube rein, schrauben den ein bisschen fest. Damit er halt fest ist. Dann schieben wir den anderen schon dahin. Den anderen Nutenstein und machen die andere Schraube rein. So. Jetzt sind alle befestigt. Ordnungsgemäß. Das heißt, ich mache jetzt die linke Seite wieder ein bisschen lose. Damit ich die auch verschieben kann. So. Weil ich möchte die ein bisschen weiter auseinander haben. So. Die haben wir ganz am Ende und die anderen machen wir auch gleich ganz am Ende. So. Dann machen wir den hier fest. So. Und hier das gleiche. Auf der gleichen Höhe natürlich, ist klar, ne? So. Dann machen wir das jetzt mit das Modul bis weiter runter. Muss hier die Schrauben ein bisschen lose machen. So. Dann sollte ich das auch leicht verschieben lassen. So. Das
lässt sich alles relativ leicht verschieben. Man muss halt aufpassen, dass man nichts verkantet oder so, dann bewegt sich das auch gut. Dann machen wir den hinten jetzt fest. So. So. Und so und so. Da haben wir jetzt schon mal unsere 100 Watt Lampe vormontiert. Dann drehen wir das Ganze um. So. Und da seht ihr schon, wie schön die Lampe eigentlich aussieht. Dann nehmen wir jetzt hier unsere Platten für das Netzteil. Haben noch Kabelwände. Hier sind die Schrauben, die wir jetzt noch nicht brauchen, erst später. Haben wir hier die schönen Platten. Alles Aluminium. Mit dem schönen Logo von Growlight Systems. Beidseitig bedruckt. Dann brauchen wir pro Seite, also hier sind zwar 3 Löcher, aber wir brauchen nur pro Seite 2. Wir brauchen pro Seite nur 2 Newtonsteine. Machen wir einen hier hin, einen auf der anderen Seite. Das machen wir genauso wieder rein wie mit den Lampen eben. Schieben halt hier wieder 2 Newtonsteine rein. Passen wie gesagt nur in eine Richtung. Man kann nichts falsch machen. Also eigentlich ist der Aufbau Idioten sicher. So, ich lasse auch einfach nur die beiden. Dann nehmen wir uns wieder hier eine Schraube und eine Unterlegscheibe. Und schrauben die hier fest. So, nehmen wir unseren Schlüssel. So, die erste Schraube ist fest. Machen wir ein bisschen lose, damit wir wieder hier den verschieben können auf den zweiten Newtonstein. Und schrauben den auch hier fest. Klar, es ist mehr Aufwand als eine Fertiglampe, aber der Vorteil von der Lampe ist einfach, dass man die Lampen so, also die Lichter so anordnen kann, wie man es gerade braucht. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr zum Beispiel das Licht hauptsächlich in der Mitte haben wollt, dann könnt ihr beide Lampen einfach in die Mitte schieben. So, oder ihr wollt es ein bisschen verteilt haben, dann könnt ihr das verteilen. Ihr könnt auch längere Schienen holen. Es gibt, glaube ich, bis zu 1 Meter Schienen, da gibt es auch noch Verbindungsstücke. Da kann man 2 Schienen miteinander verbinden und sowas. Also es gibt wirklich eine Menge Zubehör. Also ihr könnt euch gerne mal die Website von Growlight Systems angucken. Da gibt's wirklich eine Menge Zubehör, was man sich dazu holen kann. Die Preise gehen auch völlig klar. Und ist halt eine gute Qualität, ne? Genau. Und jetzt machen wir jetzt dasselbe auch für die linke Seite. Also für die rechte Seite. Nicht für die linke haben wir gerade gemacht. Dann nehmen wir uns wieder eine Schraube und eine Unterlegscheibe. Und platzieren die hier auf den Newtonstein. Ohne Schlüssel ist das schwierig. Schrauben den soweit fest, aber nur kurz, ein bisschen, damit wir den halt noch verschieben können. So, dasselbe machen wir auch mit dem zweiten Loch.
So. Das hatten wir dann auch. Dann haben wir hier einmal das Netzteil. Das können wir jetzt hier drauf platzieren. Dann nehmen wir uns diese Flügelmuttern und Schrauben, stecken die hier quasi durch. Das können wir auch ohne Netzteil erstmal machen. So, machen wir erstmal ohne Netzteil. Dann können wir halt selber entscheiden, welches Loch wir nehmen. Wir haben ja 2 Flügelmuttern und 2 Flügelschrauben. Und dann machen wir sie hier quasi einmal fest. So, dass sie lose sind, damit wir das Netzteil gleich einfach unterschieben können. Dann machen wir jetzt die zweite auch hier durch. So. Und jetzt setzen wir das Netzteil hier einmal rauf. So. Und ziehen die Flügelmutter einmal fest. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite auch. Dann ziehen wir schon mal langsam hier die Seiten fest, damit wir auch hier einen stabilen Stand haben. Oder halt. So. Machen wir das mit der anderen Flügelmutter hier auch fest. So, jetzt nicht so geil zu zeigen, weil ich halt irgendwie die Kamera rumgreifen muss, aber sonst ist alles super. So, machen wir hier auch fest. Den machen wir auch fest. So. Und dann ist das auch alles fest, ne? Hier. So. Dann haben wir hier noch den Adapter. Den schließen wir einmal hier dran an. Der passt auch nur in eine Richtung. So. Dann festdrehen. Die Verbindungen sind auch wasserdicht. Dann haben wir hier unsere Lampen. Die schließen wir auch an. Passt auch alles nur in eine Richtung. So, die ist auch fest. Und jetzt noch die andere. So, sieht also noch ein bisschen chaotisch aus, ich weiß. Aber das wird sich legen, weil wir machen dann nachher noch das Kabelmanagement. Jetzt bringen wir erstmal noch den Dimmer an. Das Kabel wird mit dem Dimmer verbunden. So. Ne? Dann haben wir hier den Dimmer. Wir machen den Dimmer auf die Seite. Dafür nehmen wir jetzt einmal die Lampe. Und dann haben wir noch vorne 2 Nutenschienen. Also haben wir jetzt vorne noch 2 Nutensteine rein. Weil hier befestigen wir den Dimmer. So, 1 und 2. Schieben den dann hier vorne rein. Dann nehmen wir hier uns wieder 2 Schrauben und 2 Unterlegscheiben. Kennen wir ja mittlerweile. Das ist ziemlich geil, dass man das so alles modular zusammenbauen kann und alles verändern kann, wie man möchte. Und anpassen kann.
und erweitern kann. Also man könnte sich jetzt hier einfach noch 2 Module mit draufpacken. Man kann da selber gucken, was man mal machen möchte. Ne? So, dann nehmen wir uns hier wieder einen Nutenstein, schrauben den erstmal von der Hand jetzt rein. Da hält er schon mal ein bisschen. Dann muss die zweite Schraube mit Unterlegscheibe. Und dann gucken wir hier, dass wir den Nutenstein finden. Da ist er. Dann schrauben wir die zweite Schraube rein. So. Dann packen wir den hier hin. Den Dimmer. Machen ihn fest. So, das brauchen wir nicht. Ja, das Stahlseil brauchen wir jetzt nicht. Weil ich mache das ja mit den Lift-Ups. Das geht auch zum Stahlseil, das geht auch zum Stahlseil, das auch. Das auch. Das brauchen wir nicht. Wir arbeiten mit den Haken für die Lift-Ups. Das heißt, wir brauchen hier nochmal 4 Nutensteine. Ja, wer hätte es gedacht? Dafür machen wir uns hier einmal noch einen Nutenstein rein. Und machen uns jetzt hier den Haken rein. Ich hätte am Anfang vielleicht schon den einen Nutenstein reinpacken sollen für den Haken. Aber habe ich jetzt vergessen. Das heißt, ich mache einfach hinten gleich die Kappe ab. So, jetzt haben wir hier den Haken drinne. Machen hier den zweiten Haken rein. So. Also. Ich habe jetzt hinten auf die andere Seite die beiden Dinger auch abgemacht. Die Endkappen. Ich mache jetzt hier auch wieder einen Haken rein. So. Und das machen wir dann auch noch beim letzten. In der Ecke. Da habe ich auch noch einen Haken rein. So. Und dann können wir hinten, also auf allen 4 Seiten, wieder die Endkappen drauf machen. Die werden jetzt einfach quasi hier reingesteckt. So. So. Dann noch auf der anderen Seite auch. Wirklich kein Hexenwerk. Ja. So, das machen wir hier auch nochmal. So. Und hier hinten auch nochmal. So, dann machen wir die Haken ein bisschen lose, machen die an den Rand und machen sie mal fest. So, machen wir hier auch nochmal, damit nämlich auch alles gleich hängt, ne? Gerade hängt. So. Machen den jetzt auch noch fest. So. Und den auch. So. Sind alle fest. Dann als nächstes haben wir hier einmal eine Halterung fürs Kabel. Und zwar dies hier.
Die ist 3D gedruckt. Ja, auch wieder mit dem Logo von Growlithe Systems. Können wir dann einfach, hier sieht man das auch, wie das Stecker drin ist, hier in der Form. Und klippen wir dann hier quasi so rein. Moment. So. Passt so viel angegossen. Dann können wir den einfach jetzt hier auf die Schiene klippen. So. Das ist auf der Schiene geklippt. Dann kann man das da hier noch mit einem Kabelbinder festmachen. So. Also das ist auch gute Kabel, die kann man auch wieder aufmachen. So. Dann haben wir hier das andere Kabel. Ich muss ja kurz gucken, wie ich das verlege. Ich denke so. Das ist eigentlich ganz smart, dass ich das dann so verlege. Ja. Dann haben wir nämlich noch diese ganzen 3D gedruckten Dinger. Die Halter. Dann machen wir einfach das Kabel rum. So. Und können das dann hier. So, dann haben wir ihn hier drin. So. Gleich machen wir hier an den anderen Enden. Nehmen wir uns einen Clip und packen den einfach hier mit rein. Machen wir nochmal. Das ist noch ein Clip. Wir haben ja genug davon zum Glück. Da können wir einfach das Kabelmanagement machen. Aber hier wieder ein Clip. Können wir hier einfach reinhaken. Dann haben wir jetzt nochmal einen Kabelbinder. Und befestigen den hier mit dem anderen Kabel zusammen. So. Dann haben wir hier das andere Kabel. Das legen wir jetzt auch hier lang. Machen einen Clip rum. Dann machen wir Clip da rein. Dann noch ein Kabelbinder, noch ein Clip. Packen den hier hinten rum. Und machen den auch. Moment. Hier rein. So. Dann nimmt das alles schon Gestalt an. Natürlich, je länger ihr die Schiene habt, desto besser könnt ihr es verlegen. Ne? Für mich ist es jetzt so genau richtig.
Also von der Länge her. Und so, dann machen wir hier unten auch nochmal einen Clip rein. So, optimal. Das hat wirklich sehr, sehr gut durchdacht. So, so, so. Jetzt werde ich mich mal interessieren. Mache ich den hier rein. Und so. Und hier mache ich dann auch noch, kann man auch 2 auf einmal nehmen? Ich glaube nicht, oder? Ja, doch, tendenziell sollte das funktionieren. Ja, mit dem Stück mal raus. Und machen wir hier. Und dann haben wir das eigentlich soweit gelöst. Ich bin da echt zufrieden mit, wie das aufgebaut ist. Dann schließen wir jetzt noch das Kabel an. Ist auch denkbar einfach wieder. Einfach den Stecker mit den Stecker verbinden. Zusammenschrauben. Und dann ist die Lampe eigentlich auch schon einsatzbereit. Der Dimmschalter. Der Schalter ist von 0 bis 7,5%. Dann stufenlos dimmbar. Ne? 25%, 50%, 75% und 100%. Die Lampe ist relativ schwer, aber es ist auch gutes Material. Es ist alles Aluminium. Sehr gut durchdacht. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir die ins Zelt aufhängen. Jetzt haben wir hier die Lift-Offs. Die kennt ihr ja, ne? Bei jedem Grow-Zelt, da bei jeder Lampe dabei. Da wir hier 4 Stück haben, nehmen wir einen hier rein. Dann noch einen weiteren hier an die Stange. Dann wieder einen an die Stange. Und den letzten Lift-Off machen wir an dieser Stange. Dann nehmen wir uns die Lampe und haken sie hier an. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und Nummer 4. Ausrichten. So. Dann sind wir auf 0. Steck sie in die Steckdose. So. Also, so sind wir bei 7,5% Leistung. Nehmen wir mal die Hand jetzt.
Ja, seht ihr? Sind wir auf 7,5% Leistung. Jetzt natürlich höher gehe. Ich wechsle mal kurz die Kamera. So. Dann sind wir jetzt auf 25%. Jetzt sind wir auf 50% Leistung. Und jetzt sind wir aus 75% Leistung. Also in der Kamera sieht es natürlich nicht so hell aus, wie es wirklich ist, weil die Kamera das runterdimmt. Und jetzt sind wir auf 100% Leistung. Muss schon sagen, das ist schon relativ hell für 100 Watt. So, jetzt gucken wir uns mal die Lampe von unten an. So sieht die aus. Ich würde sagen, da kann man nicht klagen. Sieht wirklich schön aus. Ja. Ihr seht auch, hier sind auch rote Dioden verbaut. Ja, das ist ein schönes Vollspektrum. Genau. Und so sieht es dann aus, wenn dann zusammengebaut ist. Und ja, ich finde das einfach sehr schön. Und man kann ja wirklich jedes Material austauschen. Also man kann jedes einzelne Bauteil austauschen. Also wenn irgendwas kaputt gehen sollte, könnt ihr das einfach nachkaufen und dann geht eure Lampe wieder. Und ja, wie gesagt, hier ist noch Platz für weitere Module dazwischen. Man kann die auch natürlich auch länger machen, noch größer. Wie gesagt, es gibt auch 1 Meter Schienen. Es gibt auch Verbindungsstücke. Da könnte man zum Beispiel 2 Meter lange Lampe bauen. Also da sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, ne? Genau, also man kann sich einfach Module dazu kaufen, dann nochmal ein Netzteil dazu und dann kann man sie einfach weiter aufschieben und immer weiter. Ja. Genau, so sieht es aus. Das ist dann auch das Zelt, in dem der Vergleichsblock stattfinden wird. Und hier in die Mitte kommen dann 2 Apples and Bananas XSBSE. Hydroponic. Im Hydroponic-System von. Und genau, so sieht es dann aus. Und danke auf jeden Fall fürs Zusenden der geilen Lampe und dem geilen Zelt. Vielen Dank geht raus an Growlight Systems. Das war's dann auch von mir. Haut rein, Leute, und ciao.